Servus, aus gegebenem Grunde zeige ich euch heute, wie man beim Defender den Anlasser ausbaut und die Kontakte neu macht, weil das der häufigste Grund ist, wieso dieses Klacken kommt. Es gibt kaum was zu finden im Internet, außer 2 Beschreibungen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich das heute ein bisschen bildlicher und jetzt geht's los, Schritt für Schritt. So, dann jetzt hier mal eigentlich der wichtigste Part. Könnt ihr das sehen? Und ich weiß, wo die Batterie ist. Das heißt, hier ist ja der Kompressor von den Sperren. Hier der NATO-Knochen für die Winde, aber das werde ich euch schon irgendwann zeigen. So, was machen wir jetzt? Als allererstes klemmen wir ihn von der Batterie runter. Das ist äußerst wichtig. Das heißt, nehmen wir weg, und nachdem ich ein Schreiner bin, findet sich bei mir auch irgendwo ein Stück Holz. Haben wir doch eins. Also ein Stück Holz, jetzt muss das Licht ausgehen, wenn alles gut läuft. Licht weg. Jetzt ist noch Holz unten rein. Und das war schon mal Schritt 1. Schritt 2. Wir suchen das Ding. Wie gesagt, nicht so einfach, hat sich etwas versteckt. Aber wir gehen von vorne auf unseren Karren, lehnen uns um. Da haben wir den Anlasser. Da steckt er. In dem Deckel hier sind Kontakte drin. Also wenn ihr die Kontakte nur tauschen wollt, ihr kommt irgendwie dahin. Ja, schöner ist auf jeden Fall, wenn ihr ihn ganz ausbaut, dann könnt ihr ihn nochmal generell sauber machen, so wie ich es auch gemacht habe. Deswegen ist der auch hier silber, nicht mehr schwarz. Wichtig, hier habt ihr eure ganzen Kontakte. Die als erstes weg. Erste Schraube ist eine 13er, die zweite ist eine 13er und die dritte, die ist hier hinten drin. Das könnt ihr dann sehen, wenn ich ihn ausgebaut habe. Die ist eine 15er. Kann aber auch sein, dass es eine 13er ist. Das heißt, ihr seht die nicht und einfach mal mit einer 15er Nuss, bei mir war es eine 15er, hinten rein. Probieren, wenn es nicht ist, dann 13. So, dann baue ich es jetzt aus und dann schauen wir uns das zerlegt an. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier. Das ist der Anlasser. Ich zeige Ihnen mal, dass ihr mal seht, wie er ausschaut. Von allen Seiten. Genau. Nicht wundern, ich bin Schreiner, deswegen ist das eine Hobelbank. So, hier sehen wir auch schon die Kontakte. Das Lager gerade vorhin drin. Das ist der Kontakt. Das ist der hintere. Und zum Motor geht. Gut. Die Schraube, die wir nicht sehen, die liegt hier. Also merkt euch, wenn ihr anpeilt, diese verlängerte Stange, und zwischen dem Eingang vom Strom und der Stange, da müsst ihr irgendwo durchpeilen mit einem 15er Schlüssel. Oder Nuss besser gesagt. Dann, so, jetzt haben wir
Mein Vorgänger hat dann leider irgendwann nur eine Seite gewechselt. Das war der neuere Kontakt von beiden. Was dazu geführt hat, dass das untere hier wahrscheinlich sich einfach immer nur irgendwie so komisch angerockelt hat. Also auf jeden Fall ist das hier alles komplett ausgeschlagen. Was dazu irgendwann geführt hat, dass nur noch dieses Klack kam, der wirklich irgendwann gar nicht mehr anspricht. Gut, also man tausche beide aus. Mein Händler, mit dem ich das gefunden habe, war es, glaube ich, 22 Euro etwa. Ich schreibe euch den Link unten rein und ich schreibe euch auch die Beschreibungen, die Links von den Beschreibungen, die ich hatte. Genau. Und dann bauen wir das Ganze wieder ein und dann sollte es wieder tipptopp funktionieren. Gut, das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch alle weiterhelfen. Schönen Abend. Ciao.